Du investierst immer noch hunderte Stunden pro Jahr in deinen B2B-Blog. In dieser Folge lernst du, welche Content-Arten im B2B wirklich den Umsatz bringen. Inklusive Beispiele. Viel Spaß! Marketing ist nie einfach, vor allem nicht im B2B. Bevor wir jetzt in die einzelnen Content-Arten eintauchen, eine Empfehlung von mir. Für die heute besprochenen Content-Formate würde ich auf jeden Fall Retargeting-Kampagnen schalten. Was ist Retargeting? Die Menschen, die Leute, die mit deinem Content auf deiner Webseite oder auf anderen Plattformen interagiert haben, genau für diese Personen schalten wir Ads, um sie an deine Marke und wie du helfen kannst zu erinnern. Warum? Weil die Kundenreise nicht linear verläuft. Die Kundenreise ist voller Schleifen, ein Schritt zurück, 2 Schritte voraus und so weiter. Und es ist nicht so, ich lande auf einer Seite und kaufe dann das Produkt, so wie es die meisten, sagen wir mal, nicht digital affinen Menschen glauben, sondern es ist hin und her und zurück und vor und so weiter. Und durch Retargeting können wir aus unserem bestehenden Traffic viel mehr machen. Aber lass uns reintauchen. Nummer 1, Branchen-, Produkt- und Leistungsseiten. Und das ist für mich eine Kategorie an Seiten, die den Kern ausmacht von allem im B2B. Ein Beispiel dafür schauen wir uns jetzt bei Nexi an. Nexi ist der größte Zahlungsanbieter Europas, sofern ich weiß. Und das ist zum Beispiel ihre Landingpage für Bankomat-Terminals und einfach ganz klassisch eine produktgetriebene Seite, ist letzten Endes eine Produktkategorie, weil sie haben natürlich in dieser Produktkategorie mehrere unterschiedliche spezifische Produkte, aber es ist so eine Kernseite, die jede B2B-Webseite haben sollte und das ist das Allerwichtigste. Diese Seiten müssen absolut perfekt sein. Was ist jetzt der Fokus auf diesen Seiten? Und das ist, glaube ich, marketingtechnisch das Allerwichtigste. Oft fokussiert man sich nur auf Features und Benefits, aber richtig gutes Marketing dreht sich immer um ein Better You, sagt man auf Englisch, also dass der Kunde durch dein Produkt ein besseres Leben hat oder Peace of Mind, das heißt, dass er weniger Sorgen hat und das sollte eine Landingpage dieser Art auf jeden Fall verkörpern. Was da auch dazu gehört, ist No Downsides, ist ein Konzept. Es gibt keinen Nachteil, dieses Produkt zu kaufen, außer dass du Geld ausgeben musst. Das ist immer ein sehr guter Frame, um auf solchen Seiten zu arbeiten. Was deswegen essentiell ist und was, glaube ich, oft vergessen wird im Marketing, für diese Seiten, wenn du diesen Content generierst, wenn du diese Seiten baust, ist es essentiell, Einblicke aus dem Vertrieb sich zu holen, mit einfach Senior Vertriebsmitarbeitern zu sprechen, was sind die Überlegungen, was sind die Sorgen und so weiter, um das alles perfekt abzudecken und eben eine No-Downsides-Situation zu schaffen. Und hier ist es auch dann wichtig, einfach iterativ Conversion Rate Optimierung zu betreiben. Wie gesagt, am Anfang nach Best Practices und dann basierend auf Daten, je mehr Traffic man auf diesen Seiten hat. So, woher kommen typischerweise die Besucher auf diesen Seiten? Denken wir in SEO, dann kommen in der Regel ranken diese Seiten einfach für Produkt-Keywords, für Produkt plus Branche oder für die Leistung und so weiter. Für ein Ranking brauchst du jetzt nicht ein extrem viel Text, der Umfang ist auf diesen Seiten nicht so wichtig, sondern damit diese Seiten ranken, musst du genau das erfüllen, was Nutzer hier brauchen und sie einfach ihr Ziel erreichen lassen. Das heißt, Fokus auf Nutzersignale und nicht auf oldschool 10 Millionen Wörter auf der Seite Schnickschnack. Natürlich oder gleichzeitig solltest du natürlich auf diese Seiten auch über andere Kanäle Traffic generieren. Allen voran natürlich SEA, aber auch andere sinnvolle Channels, um Leute, die so weit sind, direkt zum Abschluss zu geleiten. So, ein kleiner Trick, wie man in der Praxis SEO mit einer tollen Copy vereinigen kann, zeige ich jetzt ganz kurz bei Zendesk. Ein ganz klassischer Ansatz. Hier klatschst du das Main Keyword rein, für das die Seite ranken soll, in so einer kleinen Überschrift und dann die Value Proposition, die klatschst du hier oben wunderschön in groß rein, weil da hast du eine tolle Copy, die trotzdem sehr gut SEO optimiert ist. Was ist jetzt die Aufgabe von Produktseiten, Branchenseiten und so weiter? Am Ende soll einfach jeglicher Traffic von deiner Webseite hier irgendwie münden und dann konvertieren. Welche Metriken beachten wir auf solchen Seiten?
Makro-Conversions, also große Conversions, seien es Anfragen, Verkäufe etc. Zweitens, beratende Inhalte entlang der Kundenreise. Ein Beispiel dafür zeige ich jetzt von Wattline, ist eine Energieeinkaufsgemeinschaft und die haben eben diese Seite zur Strompreisgarantie und dann einfach einen sehr umfangreichen Ratgeber, natürlich mit kurz und knapp die Antwort, damit man einfach die nur kurz überfliegen können, also wenig Zeit haben, gut abholt und aber auch dann mit Graphics aufgewertet und so weiter, um wirklich ein verteidigbare Rankings zu generieren und so weiter und so weiter. So, was ist der Fokus jetzt bei so einer Seite? Vielleicht nennst du das bei dir Blogartikel, manche nennen es Ratgeber, was auch immer. Hier gilt es einfach, Experten Einblicke zu bieten, Beratung und dem Leser bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Das heißt, ein großer Fokus wird sein Suchmaschinenoptimierung und Suchintention. So wirst du deinen primären Traffic generieren. Du willst typischerweise Ratgeber nach Jobs to be done mit deinem Produkt generieren. Und was ganz wichtig ist und was wir einfach sehr, sehr oft sehen, dann gibt es diesen B2B-Blog mit hunderten Artikeln, wovon 3% überhaupt nur Traffic generieren und von diesen 3% nur 0,5% wirklich zu den Produkten und Leistungen passen. Ganz, ganz wichtig, wenn du es machst, nicht zu weit von Produkten und Leistungen entfernen, sondern wirklich produkt- und leistungsgetrieben Themen abdecken. Woher kommen bei diesen Seiten typischerweise die Besucher? Die meisten Besucher werden über SEO generiert und der Umfang, also wie lang das ist und wie liebevoll umfangreich, spielt eine große Rolle für den Erfolg dieses Content-Formats. Was ist die Aufgabe von diesem Content-Format? Wir wollen Menschen entlang der Kundenreise hilfreiche, beratende Inhalte zur Verfügung stellen und frühzeitig Einstiegspunkte zu unserer Marke aufbauen. Das heißt, nicht, die sind schon im Consideration, wo sie nach einem Produkt suchen, sondern vorher. Weil wenn ich erst hier ranke, dann bin ich einfach einer von vielen. Auch wenn ich tolle Beratung geboten habe, ist es dann viel einfacher, bei einer Produktsuche oder einer Anfrage eine Conversion zu generieren. Idealerweise würde ich empfehlen, für solche Formate irgendwelche Micro-Conversions zu ermöglichen, um in Kontakt zu bleiben. Das können sein irgendwelche Downloads, also dass man das als PDF downloaden kann, für das, dass sie ihre Kontaktdaten hergeben. Das kann ein Newsletter sein, das können Podcasts sein, das kann sein, du schickst sie zu YouTube, indem du auch zu jedem Ratgeber ein Video generierst, etc. etc. Generell eben ganz wichtig, das Ganze auch zu retargeten, diesen Traffic, weil sonst hast du ganz viel Traffic, der nur einmal auf deiner Webseite ist und dann nie wieder. Auch zieht diese Content Art dank Topical Authority kommerzielle Seiten mit nach oben. Das heißt, im ersten Schritt haben wir über die kommerziellen Seiten geredet. Dieses Format hilft dir auch, das Thema vollständig abzudecken, was dann in Suchmaschinen wieder belohnt wird. Und wir wollen statt einem Blog, der chronologisch sortiert ist und das schlechteste Format ist, lieber eine Nischenbibliothek oder Themenwelten. Weil zu deinem Bereich, zu deiner Branche wird es eine gewisse Anzahl Themen geben. Es geht dann nicht darum, immer mehr Content zu generieren und immer neuen Content zu generieren, sondern du deckst deine Kernthemen ab und dann aktualisierst du diese Seiten. So, welche Metriken wollen wir auf diesen Seiten beachten? Natürlich ganz andere Metriken, wie zum Beispiel jetzt bei Produktseiten. Hier ist es dann wirklich wichtig, wie viel relevanten Traffic wir generieren und da muss man jetzt dann denkt man, okay, aber Traffic ist keine gute Metrik. Unternehmensrelevanz sollte schon bei der Themenauswahl in der Keyword-Recherche bewertet worden sein. Das heißt, Traffic ist dann eine gute Metrik. Und dann wollen wir einfach Micro-Conversions. Das können Downloads von Downloadables sein, Newsletter-Abos und sonstige Abonnenten. Nummer 3, Case Studies. Eines meiner Lieblingsformate, ein Beispiel dazu von uns auf unserer Webseite. Das ist unsere Übersicht. Da sind dann ganz viele Cases drin, entweder als Video oder als Text aufbereitet mit interaktive Graphics und so weiter. Was ist jetzt der Fokus bei diesem Format? Was konnte für ähnliche Unternehmen erreicht werden, damit einfach der potenzielle Kunde sich da hineinversetzen kann? Wie kann man sich als potenzieller Kunde die Zusammenarbeit vorstellen? Also geht es darum, Ängste zu nehmen und Klarheit zu schaffen. Jeder kennt diesen Effekt. Wo geht man lieber hin? In das Restaurant, was man kennt oder nicht kennt. Lieber in das Restaurant, was man kennt. Warum? Weil man schon weiß, was man bekommt. Es ist kein Risiko. Und wir Menschen sind sehr uns jeden Risikos bewusst. Da gibt es ein tolles Video, wo sie auch zeigen, wieso McDonald's so
an Erfolg hat, weil Leute im Alltag nicht den besten Burger haben wollen, sondern einen Burger, der passt. Nicht das Beste, sondern der passt. So, woher kommen bei Case Studies, woher kommt der Traffic? Das sind typischerweise Seiten, die nicht selbstständig Traffic generieren. Das heißt, die sind in deinem Ökosystem auf deiner Webseite, aber die kriegen jetzt nicht von irgendwelchen Channels speziellen Traffic, sondern die Leute sind auf der Webseite und entlang der Kundenreise stoßen sie dann auf diese Case Studies. Was ist die Aufgabe dieser Seiten? Den Interessenten in seinem Entscheidungs- und Rechercheprozess voranzubringen und vielleicht auch sehr wichtig zu erwähnen, den Vertrieb aktiv zu unterstützen. Welche Metriken wollen wir hier beachten? Auf jeden Fall große Conversions, also Macro-Conversions, nämlich Anfragen und Verkäufe. Das kannst du jetzt zum Beispiel in diesem Kontext über Seitenwert in Google Analytics tracken. So. Nummer 4, Fachartikel bzw. Expertenbeiträge. Und das ist jetzt das erste Format von all unseren Formaten, welches nicht auf deiner Webseite ist, sondern auf anderen Plattformen. Ein Beispiel dazu von einem Kunden von uns ist dieser Artikel Gamification im Recruiting-Prozess beim TechRadar. Ist das Unternehmen dahinter macht Recruiting im IT-Bereich und hat diesen Fachbeitrag hier publiziert. Und was ist jetzt der Fokus für dieses Content-Format? Der Fokus sollte mal sein, wenn wir jetzt einen Publisher suchen oder ein Magazin oder einfach einen wichtigen Influencer in unserem Bereich, die Relevanz des Portals, die Autorität und die Bekanntheit des Portals, haben die Leserschaft, die an unseren Produkten oder Leistungen tendenziell interessiert ist. Was interessiert diese Leserschaft und wie können wir, wenn wir dort was publizieren, einen positiven Erstkontakt mit der Marke schaffen? Nein, in einem Fach- oder Expertenbeitrag wird nicht verkauft. Woher kommen die Besucher? Die ausgewählten Portale haben bereits eine relevante Leserschaft. Das heißt, wir wollen große Portale, die viel Traffic haben. Dann müssen wir uns nicht um den Traffic kümmern, sondern die haben schon diese Leserschaft. Was ist jetzt die Aufgabe? Wieso machen wir das überhaupt? Wir erreichen Interessenten, die wir sonst nicht erreichen würden. Das heißt, wenn du jetzt eine ganz kleine Brand bist und du hast vielleicht auf deiner Website noch wenig Traffic, ist das eine Möglichkeit, um ganz viele Eyeballs zu bekommen, indem du auf einem Portal publizierst, was schon sehr viel Traffic hat. Dann kannst du dadurch Autorität hinsichtlich Backlinks aufbauen und Expertenstatus, durch das du mit diesem bekannten Publisher assoziiert wirst. Du kannst eben, wie gesagt, Backlinks und Erwähnungen für Suchmaschinen und KI-Suchmaschinen gewinnen. Warum das wichtig ist, dazu in dieser Folge mehr. Und das Coole ist, und das ist was, wenn man weiter fortgeschritten ist, ich kann nicht nur mit meiner Seite für einen Suchbegriff ranken, sondern ich kann mit einem anderen Portal über einen Fachbeitrag für dasselbe Keyword mehrere Einstiege zu meiner Marke generieren. Welche Metriken würde ich jetzt in diesem Kontext beachten? Vor der Auswahl, also bevor ich mir überlege, wo ich publiziert werden will, zur Bewertung von solchen Plattformen, nämlich Traffic dieser Domain, Autorität dieser Domain und Bekanntheit dieser Marke oder Domain und nachträglich einfach Referral-Traffic über das Ganze. Sind es die perfekten Metriken? Nein, weil mir geht es nicht nur um den Referral-Traffic, sondern mir geht es auch darum, wie viele über meine Marke lesen und so weiter. Das heißt, dahingehend ist es spannend, dass dieses Portal dir dazu Daten liefert. Du kannst es natürlich auf gewisse Art und Weise mit anderen Tools bewerten, wie viel Traffic dieser Artikel wahrscheinlich bekommen hat, aber vielleicht hast du einen guten Kontakt mit diesem Publisher und der liefert dir diese Daten direkt. So. Nummer 5, White Paper und eigene Forschung. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel von der Haufe Akademie dieser Trendradar, die Jobs der Zukunft, ist ein White Paper, was man sich runterladen kann und einfach beschreibt, was in Zukunft wichtig sein wird und was so die großen Berufsfelder der Zukunft sein werden und so weiter. Sehr schön gemacht, also muss man wirklich sagen, super gut. Was ist jetzt der Fokus von so einem White Paper und von so einer eigenen Forschung? Der Fokus, wenn du sowas machen willst, muss sein, was du hier schaffst, muss so herausragend sein, dass die Zielgruppe gerne ihre Kontaktdaten dafür hergibt. Oder, wie es ein Kunde von uns kürzlich meinte, dieses Asset muss so genial sein, dass jemand sogar dafür bezahlen würde, aber er kriegt es kostenlos gegen seine Kontaktdaten. So. Woher kommen bei solchen Assets typischerweise
die Besucher. Das kommt ein bisschen aufs Thema an und ist deswegen sehr unterschiedlich. Im B2B ist es häufig über LinkedIn Ads. Das heißt zum Beispiel, du machst ein Asset für eine ganz bestimmte Zielgruppe und dann targetest du über LinkedIn Ads, pushst du dieses White Paper und sammelst so Leads. Oder das kann auch über bestehenden Website-Traffic sein. In manchen Branchen kann es auch sogar über Google Ads funktionieren, etc. Das kommt wirklich darauf an, was auch das Ziel von dieser Kampagne ist. So, was ist jetzt die Aufgabe von einem White Paper oder eigener Forschung? Und das ist sehr unterschiedlich, deswegen kann man eben auch die Channels nicht immer perfekt beantworten. Es kann sein, ich will über mein Produkt informieren. Das heißt, zur wirklich direkten Lead-Generierung oder zum Aufwärmen, um Cold Calling zu entschärfen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, was soll das bedeuten? Deswegen ein Beispiel. Nehmen wir das Unternehmen wie zum Beispiel Circly. Was die machen, ist, die planen basierend auf KI, glaube ich, Bestandsoptimierung. Okay, das ist die beste Erklärung, ist Bestandsoptimierung. Das heißt, wann solltest du nachordern und so weiter und so weiter. Ist das einfach zu erklären? Du hast es gemerkt, nein, es ist verdammt schwierig zu erklären. Das heißt, und es ist ein neues Produkt basierend auf KI, schwierig zu erklären. Hier kann es total sinnvoll sein, ein Content Asset zu bauen, was kurz und knackig sehr gut erklärt, welchen Wert dieses neue Produkt Kunden bringt. Und dann kannst du das promoten über LinkedIn Ads, aber das Ziel soll sein nicht, okay, ich mache LinkedIn Ads und dann kauft jeder mein Produkt, sondern es ist wie ein Aufwärmen, für das du dort anrufst und sagst, hey, habt ihr euch das mal angeschaut und so weiter und so weiter. Und dahingehend kann das wahnsinnig interessant sein. Das heißt, sehr produktfokussiert. Dann, was du auch als White Paper machen kannst, ist mit dem Ziel Meinungsführerschaft oder auf Englisch Thought Leadership. Dann geht es mehr darum, Expertenstatus zu generieren und Autorität nicht nur vielleicht in den Augen von Google, sondern generell in deiner Nische. Dann wird es mehr darum gehen, dass du irgendwelche einzigartigen Daten hast, die für bestimmte Zielgruppen sehr interessant sein und so deine Meinungsführerschaft pusht. Und was natürlich auch möglich ist, ist irgendwas dazwischen. Das waren jetzt zwei Extreme. Es kann auch eine Mischung aus diesen beiden Parts sein. Aber ich liebe zum Beispiel wirklich zur Verkaufs-Lead-Generierung White Paper, weil du kannst so genau über LinkedIn Ads dann genau die Zielgruppe targeten und es geht dann nicht darum, der sieht das Leads, der kauft es, sondern tendenziell ist es dann ein Dokument, was intern in die Runde geht und dann gibt es schon interne Abstimmungen und dann kriegt man entweder dann eine Anfrage oder wenn man anruft, kennt einen das Team schon und dann wird der Verkauf viel einfacher. Welche Metriken sind jetzt hier zu beachten? Kommt natürlich darauf an, was dein Ansatz ist, Produktinformation oder Meinungsführerschaft. Jedem Kontext würde ich einmal als Metrik Downloads bewerten, das heißt, wie viele haben das runtergeladen, weil es laden ja nur Leute runter, die Interesse an dem Thema haben und vielleicht in zweiter Instanz oder tendenziell, wenn du mehr in Richtung Meinungsführerschaft gehst, dann würde ich natürlich sowas wie Backlinks, Presseerwähnungen, generell Erwähnungen tracken, um zu bewerten, wie erfolgreich diese Kampagne war. Und das sind so die grundlegenden Content-Formate, die jedes B2B-Unternehmen machen sollte, um dieses Thema bestmöglich abzudecken. Alles, was du mehr machst, ist cool, aber nicht ohne, dass du diese grundlegenden Formate hast. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.